Hey Doc, wir sollten noch ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße schaffen wir sonst nie die 100 Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Na, aber wer hat schon fliegende Autos, Dr. Brown? Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS Straßen- und Brückenbau. Denn in der kleinen, aber feinen Facebook-Gruppe, die ich für meine Patreons eingerichtet habe, kam kürzlich die Frage nach beschädigten Straßen- und Brückenelementen auf. Und weil ich es extrem spannend fand, mir eine möglichst einfache Lösung für die Auffahrten zu überlegen, habe ich direkt die Kamera mitlaufen lassen. Alles, was ihr zum Nachbasteln braucht, sind ein Heißdrahtschneider, ein mindestens 10 cm hoher und rechtwinkliger Hartschaumblock, ein DIN A4-Bogen dünne Pappe oder festen Karton und als Straßenbelag dünne Korkplatten. Ihr könnt aber natürlich auch zum Beispiel Schleifpapier nehmen oder eine Strukturpaste auftragen. Als erstes werden Schablonen angefertigt, um die geschwungenen Rampen bauen zu können. Dazu nehmt ihr den DIN A4 großen Kartonbogen, überlegt euch die Höhe eurer Brücken und rechnet 1 cm hinzu. Meine Straßen sollen 8 cm über dem Boden verlaufen, also zeichne ich an der einen Seite 9 cm an. An der gegenüberliegenden Seite wird bei 1 cm eine Markierung gesetzt, um dann jeweils etwa 5 cm lange Straßenverlaufslinien nach innen zu zeichnen. Der Höhenunterschied soll ja schön sachte und nicht abrupt verlaufen. Markiert dann genau in der Mitte zwischen den Linienenden noch einen Punkt als kleine Hilfe, um dann den seitlichen Querschnitt der Rampe geschwungen und locker aus dem Handgelenk aufzumalen. Schneidet diese erste Schablone aus und kopiert sie auf den verbleibenden Karton, sodass ihr 2 identische Schablonen für eure Rampe habt. Befestigt eine Schablone dann mit Klebeband an euren 10 cm hohen und rechtwinkligen Hartschaumblock. Mein Block ist 14 cm breit, damit er gerade noch so unter den Schneiderarm des Proxxon Thermocut passt. Euer Block und damit eure Straßen können natürlich auch schmaler sein. Die zweite Schablone wird auf die gegenüberliegende Seite des Hartschaumblocks geklebt. Anschließend könnt ihr die Oberseite der Rampe bequem zuschneiden, indem ihr den Draht entlang der Schablonen führt. Also einfach den Block mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch den Draht schieben und dabei die Schablonen leicht an den Draht drücken. Da beide Schablonen auf dem rechtwinkligen Block ja parallel übereinander geklebt sind, bekommt ihr eine gleichmäßig zugeschnittene Rampe. Löst dann beide Schablonen ab und klebt sie danach etwa 8 mm nach unten hin versetzt wieder auf. Hierfür ist Malerklebeband ideal, um eure Schablonen nicht unnötig zu beschädigen. Kontrolliert dann zur Sicherheit nochmal alles und schneidet den Überstand ab. Schon habt ihr eine geschwungene Rampe. Und keine Sorge, wenn sie leichte Unebenheiten hat. Auf der Unterseite sieht man sie später eh nicht mehr und oben kommt ja noch Kork drauf. Weiter geht's mit der seitlichen Rampenbegrenzung, quasi dem Geländer. Hierfür sollte euer Hartschaumstück mindestens 2 cm dick sein. Die Schablonen werden wieder exakt übereinander auf den gegenüberliegenden Seiten aufgeklebt. Verschiebt die Schablonen nun um zum Beispiel 2,5 oder 3 cm, je nachdem wie hoch euer Geländer sein soll. Und schneidet den Block dann erneut ab. Entsprechend der 8 mm Dicke eurer Rampe schneidet ihr nun 2 Geländer vom Geländerblock ab. Damit wären die Rampenbauteile fertig. Weiter geht's mit den Brückensegmenten. Schneidet ebenfalls in der 8 mm Dicke und 14 cm Breite eurer Rampen so viele Platten zurecht, wie ihr Brückensegmente bauen wollt. Außerdem passende Geländer in der Höhe eures Rampengeländers, in meinem Fall mit 2,5 cm Höhe und 8 mm Dicke. Platten und Geländer bekommen dann noch eine einheitliche Länge. Ich nehme da 30 cm. Anschließend können die Geländer an die Brückenplatten und Rampen geklebt werden. Stecknadeln sind hierbei eine prima Hilfe. Schneidet dann den Kork in der Breite eurer Rampen und Straßen zu, um ihn dann aufzukleben und alles gut durchtrocknen zu lassen. In der Zwischenzeit könnt ihr etwa 7 cm hohe Sockel für eure Brücken und Rampen basteln.
Deren Standfläche sollte nur minimal schmaler als die Breite eurer Straßen sein, damit später nichts wackelt. Ich habe mir dieses Design überlegt, aber da sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr die unteren Teile der Rampen nicht mit weiteren Straßensegmenten auf eurer Spielplatte verbinden, sondern möglichst flach auslaufen lassen wollt, stört natürlich die 8 mm dicke Hartschaumschicht unter dem Kork und muss entsprechend abgeschnitten werden. Durch das Geländer passt die Rampe zwar nun nicht mehr unter den Arm des Proxxon Thermocut, doch wenn man den Draht verschiebt und eine Auflage improvisiert, bekommt man die Rampe dennoch gut abgeschnitten. Und da später noch alles verwittert wird, muss es auch nicht so exakt und sauber sein. Eure Sockel müssen dann ebenfalls entsprechend in der Höhe gekürzt werden. Klebt die Sockel dann unter eure Rampen und Brücken, um nach dem Trocknen mit der Verwitterung zu beginnen. Schneidet erstmal sachte an den Geländern herum, bevor ihr dann die Straßenbereiche kürzt. So bekommt ihr ein prima Gefühl für die Beschädigung und demoliert nicht von vornherein zu viel herum. Es folgt die Bemalung, die ich in schönsten postapokalyptischen Grautönen halten möchte. Ein mittleres Grau mit reichlich Holzleim zum Versiegeln für die sichtbaren Hartschaumteile und ein dunkles Grau für den Straßenbelag aus Kork. Dann werden 2 einfache Washes aus einem Schwarz und Erdbraun plus Leitungswasser angerührt. Tragt den braunen Wash komplett auf und tupft den schwarzen Wash hier und da für einen organischen Farbverlauf hinein. Haltet eure Modelle dabei immer so, wie sie später auch auf der Spielplatte stehen werden, damit die Washes optisch korrekt herunterlaufen können. Ist alles richtig gut durchgetrocknet, werden die Straßenbereiche mit dem mittleren Grau trocken gebürstet. Danach werden mit einem hellen Grau und einem möglichst weichen Pinsel die Kanten eurer Modelle betont, sprich trocken gebürstet. Und damit wären diese ruinierten Rampen und Brücken dann auch schon spielbereit. Einfach und schnell gebaut und passend für jeden Sci-Fi-Spieltisch oder postapokalyptische Szenarien. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bin gespannt, welche weiteren Designs und Konstruktionen euch dabei noch so einfallen werden. Schickt gerne Fotos oder postet sie auf der TWS Facebook-Seite oder in meiner Patreon-Gruppe. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.